Hallo, mein Name ist Anna Oltean und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du deinen Klang auf der Querflöte verbessern kannst. Zum guten Klang gehört die richtige Körperposition. Im Stehen wie im Sitzen sollte unser Körper in einer Diagonale zum Notenpult stehen. Das heißt, wenn eine Uhr da unten bei meinen Füßen stehen würde, wäre mein linker Fuß bei der Ziffer 12 und der rechte Fuß würde 10 nachzeigen. Wir sitzen gerade, die Flöte in einer waagerechten Position zum Boden und beim Ansatz sollte die Flöte in einem geraden Winkel zur Körperachse stehen. Wir haben jetzt die richtige Spielposition. Jetzt geht es darum, richtig einzuatmen. Bitte atme mit mir mit H ein. Und auch mit Ho kann man gut einatmen. Und das gibt ein Geräusch. Lass jetzt den H komplett weg und atme jetzt ein. Und auch mit O. Da gibt's kein Geräusch. Um das ganze Potenzial der Atmung auszuschöpfen, hilft es dir, wenn du vor dem Einatmen ausatmest. Ich zeige es dir. Für einen guten Ansatz versuch ein paar Whistle-Tones oder Pfeiftöne zu spielen. Es geht darum, mit ganz, ganz wenig Luft auf einer beliebigen Note in der ersten Oktave zu spielen. Ich spiele jetzt A. Wichtig ist, dass du einen Ton halten kannst. Es ist nicht so wichtig, was für einen. Du kannst auch beim Gis und wenn das gelingt, dann hast du alle Chancen, einen guten Ton zu haben. Jetzt sind wir bereit für den besten Klang. Bevor ich den spiele, stelle ich mir vor, dass er ganz weit anfängt und auch dort aufhört. Ich achte auf die Öffnung und bilde das A oder O. Atme ein. Dann übe ich den gleichen Klang in 3 verschiedenen Lautstärken. Piano, Mezzoforte und Forte. Wichtig dabei ist, dass sich die Grundhaltung nicht verändert, dass ich genug Raum habe und dass die Intonation stimmt. Und das kann ich mit einem Stimmgerät prüfen. Nun übe ich auf diese Art meine Stücke. Ich projiziere den Ton immer in die Weite und mit ein bisschen Fleiß wird es auch immer besser. Kleiner Tipp zur Artikulation. Ich spiele jeden Ton 4-mal nacheinander nur mit dem Zwerchfellimpuls.
Dazu kommt die Klarheit und das macht dann die Zunge. Mit die. Zusammenfassung. Eine gute Artikulation besteht aus Impuls aus dem Körper und Klarheit. Einige Inputs zur Intonation. Sollte der Dirigent unzufrieden sein mit einem zu tiefen Ton, kannst du mit der linken Hand das Instrument gegen außen drehen. So verändert sich dein Ton dann auch. Du musst das natürlich nicht so viel tun, sondern nur so viel, wie es braucht, damit es stimmt. Dabei musst du achten, dass der Kontakt zwischen Lippe und Mundplatte immer noch besteht. Sollte der Ton zu hoch sein, kannst du das umgekehrt machen. Du kannst das Instrument ein bisschen gegen innen drehen, aber noch viel wichtiger ist, dass du hier flexibel bleibst und den Kiefer ein bisschen locker nach unten lässt. Das ist natürlich auch wieder zu viel, aber du kannst das nur so viel machen, wie es nötig ist. Versuche diese Tipps aus und hab viel Spaß mit deinem Flötenspiel.